Freunde der Sonne, hallo und herzlich willkommen hier bei GSI. Ich bin Lukas und mit dabei habe ich heute ein ganz besonderes Wargame Red Dragon Replay für euch. So, das ist nämlich Reisfeld 1 gegen 1, die Karte ist bekannt, aber dieser Spielmodus, der ist etwas ganz Neues. Warum? Naja, weil das ein Turnierspiel ist und erspielt wurde das von unserem GSI E-Sport Team, hier vertreten durch Dude, Turbinamur und Cyrox. So, und mitgebracht hat uns dieses Gameplay Dude, der hier auch gerade live dabei ist, um das Ganze einmal kurz vorzustellen. Moin Dude. Ja, hallo. Hi, so schön, dass du da bist. Und ich habe mich natürlich erstmal auf die falsche Seite gesetzt, also hier die blaue Seite. Wir haben Krot, Enotik und Pekuda. Du hast mir bei unserer Vorbesprechung, glaube ich, erzählt, dass das Russen waren. Russische Spieler, genau, cool. So, die spielen natürlich die blaue Seite, darum ich switche einmal auf eure Seite und dann erzähl du doch gerne einmal, was hat es damit auf sich, was ist das für ein Turnier, an dem ihr hier teilgenommen habt. Ja, also hier Stealth17, der betreibt auch einen eigenen YouTube-Channel und macht da Wargame-Videos. Der veranstaltet ein Tactical Tournament, also ein Turnier in Wargame Red Dragon mit ein paar speziellen Eigenschaften. Und zwar die erste Eigenschaft ist, es gibt kein Einkommen. Jeder Spieler bekommt am Anfang 1000 Punkte und danach nichts. Gar kein Einkommen. Das heißt, wenn du diese 1000 Punkte ausgegeben hast, dann kannst du keine weiteren Einheiten nachkaufen. Genau, also man hat wirklich, jeder Spieler hat 1000 Punkte und danach war es das. Puh, das heißt, irgendwann kommst du in die Lage, wo du dir wirklich einfach, wenn du die Front verloren hast, keine Verstärkung ranholen kannst. Exakt. Zudem, ihr seht schon 30 Minuten Zeitlimit, deswegen ist es auch ein bisschen kürzer. Es gibt ein paar weitere Regeln, und zwar dürfen nur einzelne Nationen gespielt werden, keine Koalition, und zudem sind UdSSR und USA verboten. Das heißt, ihr seht hier ganz viel Finnland, Jugoslawien, Frankreich, Deutschland, also Sachen, die man so vielleicht jetzt auch nicht sieht. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal spannend. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, das ist eine sehr kleine Karte, eigentlich eine 1 gegen 1 Karte, die man auch manchmal 2 gegen 2 spielen kann. Jetzt sind hier beide Teams mit 3 Mann vertreten. Wie teilt man sich hier am besten auf? Generell, naja, jeder übernimmt so seine Front. Was man aber zu den Maps noch sagen kann, und zwar, Blue 4 wird immer die Map auswählen. Das heißt, wenn wir jetzt hier als Red 4 in das Spiel reingehen, wissen wir nicht, welche Karte wir spielen vorher. Da wir in diesem Turnier jeweils noch in der Gruppenphase sind und dort jeweils jedes Team zweimal gegeneinander spielt, kriegt jeder auch einmal Blue 4 und einmal Red 4 und darf sich einmal die Karte aussuchen. Und mit dieser Kartenwahl kann man natürlich auch taktische Entscheidungen vorher schon treffen. Wie der Gegner, wir wissen das jetzt natürlich nicht genau, aber die können diese Karte natürlich ausgewählt haben mit einer ganz bestimmten Taktik im Kopf, die wir nicht kennen und auf die wir jetzt reagieren müssen in diesem Spiel. Okay, so viel dazu. Wir sehen auch bereits hier, wie die Teams sich aufstellen. Ihr beginnt mit einem FOB, das Gegnerteam hat hier drüben noch 2 FOBs stehen. Genau, da sehen wir das zweite. Die starten auch direkt mit einer Artillerie. Jetzt haben wir bereits festgestellt, wenn die Punkte einmal aufgebraucht sind, dann war es das. Dann kann man nicht noch mehr reinholen. Wie macht ihr das? Was ist da so eure geheime Strategie? Wie viele Punkte ungefähr haltet ihr in der Hinterhand zurück? Also das ist natürlich zwischen unseren Spielern unterschiedlich. Wir schauen generell, dass wir alle etwas über 100 Punkte noch haben, damit jeder genug Punkte, um weiteren CV zu kaufen hat. Aber generell würden wir sagen, wenn wir einen Spieler zum Pushen schicken, dann gibt der natürlich am Anfang deutlich mehr Punkte aus als einer, der nur eine Flanke verteidigt. Ja. Wichtig ist nur, dass wirklich mindestens 1 oder 2 Spieler genug Geld für einen zusätzlichen Command haben, um eben später die Sektoren noch besetzen zu können. Gerade die Commands sind ja hier sehr wichtig, da wir Conquest spielen, also falls ihr hier neu bei diesen Videos seid, ihr seht das hier, die Sektoren bringen +1 oder +2 Punkte pro Tick und dann geht es eben darum, ihr habt hier sicherlich auch bis 500 Punkte gespielt und dann geht es eben auch darum,
derjenige, der mehr Sektoren besetzt hat, punktemäßig, der fängt dann eben an zu ticken. Gut, Dude, vielen, vielen Dank, dass du uns dieses Gameplay mitgebracht hast. Und da geht es auch schon los. Ganz wunderbar. Gut, und um diese Herausforderungen nicht alleine zu bewältigen, wir sehen hier bereits die Einheiten, hier dichtes Gedränge in dem Vorort, um dieses Video nicht alleine kommentieren zu müssen und bewältigen zu müssen, habe ich jetzt ebenfalls noch Verstärkungen mit dabei. Ihr kennt ihn bereits, Arts of War. Moin Jonas, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. So, das wird ja mittlerweile, du wirst hier zum regelrechten Stammgast. So, und bevor ich mich jetzt hier in Liebeserklärungen verliere, ich mache hier einmal langsamer und wir gucken einmal, was hier passiert. So, Team Rot startet hier direkt mit Basisverteidigung. Wir sehen die Mi-17, die hier Scouts an die Seite bringen. Ein moderner, der ebenfalls in die Flanke geht. Team Blau rückt hier ebenfalls vor und wir sehen bereits direkt zu Beginn, dass hier mit Hubschraubern eröffnet wird. Wir sehen sowohl Infanterietransporter, die Lynx mit Rocketpods ausgestattet, Lynx mit einer 20 mm Kanone und ein Tiger-Helikopter, teurer Flankenschutz. Hier drüben ein ähnliches Manöver, 2 Lynx mit 20 mm Kanonen. So, die decken hier gerade mal die Flanken ab, vermutlich auch, um zu verhindern, dass das Gegnerteam da durchkommt. Und hier sehen wir auch direkt Artillerie, das ist die Bekan, die das blaue Team hier hat, die direkt auf das auf den Command-Spot hält, ja, vermutlich versucht auch in die Anfahrt. Genau, ja, also in einem Turnier wie hier, da gibt es wenig Gentlemen's Agreements, hier geht es dann tatsächlich einfach mit aller Macht um den Sieg. So, gut, dann ich drücke jetzt hier mal auf Beschleunigen und hoffe, dass wir hier kein Detail verlieren. Ich klicke einmal ganz kurz durch. Dude scheint hier Richtung Golf in die Mitte zu gehen und wenn ich das vorhin richtig gesehen habe... Was schon aufgefallen ist von Dude, ist, dass er ein Triple M84 AN am Anfang spielt. Ja, Cyrox scheint die rechte Flanke abzudecken, Tobi die linke. Fürs Gegnerteam haben wir wenig Zeit und hier ist dieser Triple Stack M84 AN, hast du gerade angesprochen. Das sind ganz hervorragende Panzer, die für ihren Preis nicht nur eine sehr ordentliche Kanone mitbringen, sondern das sind auch Scout-Panzer. Also Arzt, eventuell kannst du das besser erklären als ich. Wie funktionieren diese Scout-Panzer? Was bringen die da an witzigen Eigenschaften mit sich? Naja, sie bringen erstmal ein besseres Sichtgerät mit sich, was immer vorteilhaft ist. Aber dann bringen sie auch noch die Eigenschaft mit sich, dass sie, wenn sie in Deckung stehen und schießen und kein gegnerisches Scout sie aufklären kann, dass sie dabei unsichtbar bleiben. Das heißt, der Gegner kann sie nicht zurückbekämpfen. Das ist natürlich sehr nützlich, wenn du versuchst, punkteffizient Kills zu machen. Absolut. Aber was der Gegner nicht sieht, kann er nicht bekämpfen. Ja, das ist eine bestechende Logik. Wobei ein Dreier-Stack dieser Schönheiten habe ich, glaube ich, in meiner ganzen Laufbahn hier noch nie erlebt. Aber nee, gut, ich auch noch nicht. Aber wahrscheinlich ist der Gedanke, sie sind nicht so viel teurer als ein M84. Der M84A ist ja sowieso ein Panzer, der zwar nur knapp unter 100 Punkte kommt, aber so gut ist, dass er es eigentlich mit genug Micro gegen alles aufnehmen kann. Absolut. Und gerade Dude ist ja absolut kein schlechter Spieler. Jetzt sehen wir gerade, wie er hier eingefallen ist und gemeinsam mit Cyrox diesen Sektor in Beschlag nimmt. Hier kommt gerade eine Wiggen, das sieht so aus, als würde die Richtung M84 fliegen. Ja, die macht hier so ein paar Rollen. Aber mit etwas Glück schleust sie noch rechts. Sie schleust nicht auf, oder? Sie schleust nicht aus, sie fliegt drüber weg. Die Luftabwehr, hier unten steht eine Neva, hält drauf, hier unten noch eine Ito. Das tat weh. Goodbye zur Wiggen. Also die Wiggen kostet ja 130 Punkte. So früh im Spiel ist das ein herber Verlust. Die Neve hat sich gelohnt. Ja, die hat sich jetzt schon mehr als bezahlt gemacht. Wird hier auch sofort gepinkt vom gegnerischen Team und richtigerweise auch wegbewegt. Zweiter Flieger in Aktion, diesmal von Team Rot, eventuell ein bisschen glücklicher. Die Super Galeb fliegt an. Und sideshottet den Leclerc. War das ein Leclerc? Das war ein Leclerc. Ich gehe mal ran. Sicher, dass das ein Leclerc war. Jetzt kommt hier noch der Rauch mit der Hoffnung, den Panzer zu verdecken, aber es ist natürlich schon alles viel zu spät. Die Super Galeb ungetroffen, kommt raus, der Abfangjäger hier hinten kommt viel zu spät. Aber wenn das ein Leclerc war, ich glaube, ihr, die ihr das Video gerade guckt, ihr könnt eventuell noch zurückschauen, aber wenn das ein Leclerc war, dann waren das 2 sehr teure Verluste, relativ nah beieinander für Team Blau. Ein guter Start für Team GSI. Gut, hier rechts, wir sehen hier gerade die Panzer von Cyrox, nervös und in Panik, stehen dem Leclerc gegenüber. Die müssen aufpassen mit dem Leclerc, aber die Leclercs müssen auch aufpassen, dass die ANs nicht sideshotten.
Die Und die ziehen sich auch zurück. Ziehen sich zurück, werden ja auch nonstop behagt hier hinten von der Bekan und dem Mörser. Commandmäßig, jedes Team hat hier die eigenen Commands verteilt. Ich glaube, dass der Infanterie-Command, der hier im Mi-17 ausgeliefert wurde, der stand hier zu Beginn des Spiels ein paar Minuten, ein paar Augenblicke zumindest hier rum, ohne in Bewegung zu sein. Das könnte erklären, warum Team Blau hier diesen 28-Punkte-Vorteil hat. Aber wir sollten uns daran nicht aufhängen. So, wir sehen hier links die zwei Fennecs, die hier vorhin waren, oder die zwei Lynx waren das, genau, die zwei Lynx 20 mm sind verschwunden. Den Erikois fehlen 2 Infrarot-Anti-Helikopter-Raketen. Ein Schelm, wer sich dabei einen Zusammenhang denkt. Also die scheinen hier aufgeräumt zu haben, marschieren jetzt gerade durch und mit etwas Glück schafft man es ja auch, die hier hinten in die Flanke zu bringen. So, jetzt sehe ich aber Premium wäre es natürlich, wenn der dann noch den Tiger-Hub erledigt. Das wäre schön. Aber wahrscheinlich... Aber man sieht ja, dass sie zwar 2 Raketen ausgeschleust haben, aber unten links lebt ja noch ein Helikopter. Hier lebt ein Helikopter und der macht sich auch gerade ganz gefährlich auf dem Weg in Richtung rote Basis. Jawohl, das wäre ja gar nicht gut, wenn der da ankommt, aber Team Rot hat da vorgesorgt. Das, der Sergio Mod ist erstaunlich gut. Das ist, wir nennen das intern ein Quilago-Truck, aber das ist ein besserer Quilago-Truck. Quilago, der Spieler, der die am liebsten spielt, als standardmäßige Luftabwehr. Wir haben gesehen, das ging jetzt gerade wirklich schnell und der Lynx, der findet sein Ende da unten am Flussbett. Gut, jawohl. So viel zur linken Flanke. Hier drüben sehen wir die ersten Scharmützel im Wald, wobei die Konfliktparteien, die stehen sich hier noch ein bisschen unentschlossen gegenüber. Jekeri gegen Panzerskytte, 2x10 gegen 2x20 Mann. Hier hinten ein paar KTs, also geballte Feuerunterstützung in der Rückhand. Keine Panzer oder ähnliches. Und jetzt haben wir hier ein paar Pings von Team Blau und Team Rot. Team Blau pinkt hier, vermutlich irgendetwas, was da durchlaufen könnte oder ähnliches. Könnte sein, dass es die Erikois waren, die da vorhin eine Rakete abgeschossen haben. Ich glaube, der Tornado, den das blaue Team hat, ist hier vorhin kurz gekreist. Und das blaue Team hat es hier natürlich die Transporter rübergeschickt, um einmal zu gucken, was da so abgeht. Dude pinkt diese Transporter, also beide Seiten scheinen zu wissen, was hier so abgeht. Gut, cool. Die Mitte, Blau, scheint sich hier reingekämpft zu haben. Zumindest dieses kleine, da war ja ein Infanteriesquad in den Häusern, scheint dort rausgekämpft zu sein. Die Kommando Para. Mal ein bisschen raussuchen, ob noch die T-72 M1M leben. Ich sehe sie nicht. Cyrox hatte die da 2 90-Punkte-Panzer. Ich meine, sie auch hier gefunden zu haben. Sieht so aus. Vielleicht war das ein Flieger, so weit hinten wie die sind, wobei das könnte auch von der Entfernung noch eventuell der Leclerc oder vielleicht auch die Stormer gewesen sein, je nachdem, wo die hier stand. Gut, aber jedenfalls, das sieht gerade gut aus für Team Blau hier hinten. Der Tiger tritt hier in Aktion, fängt da hinten an, ich meine, es war eine Mi-17 ab. Aber was natürlich katastrophal ist für Team Blau, dass, die setzen hier einen Ping nach dem Motto, da ist was und ja, da ist tatsächlich was, aber auch ein paar 100 Meter weiter hier runter in der kleinen Siedlung und hier im Waldstück, da ist noch viel mehr. Da sind rote Scouts, die sich dort verschanzt haben und die wären durchaus in der Lage, dann nachher mit einem kleinen Flankenmanöver gefährlich zu werden oder auch einfach nur die nötigen Aufklärungsdaten zu verraten über alles, was da so lang fährt. Gut. Einem allen muss ich sagen, dass mir die rote Position, obwohl sie aus Golf rausgetrieben worden sind, deutlich besser gefällt. Einfach weil sie noch diesen Triple-Stack-Panzer haben, der, wenn er ein bisschen was aufdecken kann, was er mit dem aufdecken kann, wir haben die Neva, alles eigentlich bekämpfen kann, was da steht. Hast du das gerade gesehen? Ich fand das gerade ganz spannend. Das sah jetzt gerade für mich so aus, als hätte die Neva daneben geschossen, aber als wäre der Hubschrauber trotzdem gestorben. Ja, Wahnsinn, das. Auch das könnt ihr zu Hause im Replay besser beurteilen als wir. Was aber auch wir ganz eindeutig sehen können, ist, dass Team Blau hier drüben gerade ein Command ranbringt. Nicht schlecht. Das könnte bedeuten, dass Team Blau diesen kleinen Vorsprung nochmal weiter ausbaut. Sieht auch nicht so aus, als wäre von Team Rot hier irgendwas anderes unterwegs. Hier drüben in Bravo füßelt man immer noch so ein bisschen umeinander rum. Immer noch keine Feindberührungen. Der Leclerc rückt hier gerade vor. Ein BMP-2 geht down. Aber das
das ist hier schon wirklich sehr mutig, den Leclerc ganz ohne Rauch da einmal so aggressiv rauszuschicken. Nicht schlecht. Weil das blaue Team weiß ja auch, die Supergalle blickt, ne? Also, das ist eine ständige Gefahr. Man weiß ja, hier werden ja jetzt, also wenn du einen Flieger nicht verlierst, dann ist er ja definitiv noch auf der Hand. Und das bei so einem Turnier, wo es halt um jeden Punkt ankommt, muss das immer ein Gedanke sein, der im Hinterkopf bleibt. Ja, keine Flieger Frage. wie wo eingesetzt wurden. Aber ich muss sagen, die B-Kan ist natürlich... Die Bekan, die scheint sich hier richtig zu lohnen. Die ist hier perfekt positioniert zwischen zwei Fobs. Das eine auch bereits ein paar Minuten im Spiel komplett leer geschossen. Die ist hier, Ja, die lässt die Rohre glühen. Ja, halb leer geschossen. Ich bin halt gerne Pessimist. Halb leer geschossen. Und die hat hier hinten gerade mal eben so en passant ein paar KTs weggeräumt. Es könnte sein, ne? Ich spekuliere jetzt mal, dass die Bekan hier jetzt gleich noch ein bisschen hierhin umschwenkt, einmal das ganze Plateau hier oben freiräumt und den Weg bereitet für eine blaue Offensive. Wobei da auch natürlich die Frage ist, hat Team Blau mit diesen begrenzten Ressourcen überhaupt ein Interesse, hier hoch zu pushen? So, Ich glaube nicht. Also so wie sie da stehen, ist das pur defensiv. Die scheinen sich echt auf Golf zu konzentrieren. Wobei das hier natürlich auch im Falle der Fälle nochmal eine gute Stellung wäre, die sie sich da soweit erarbeitet haben, um hier ein kleines Command zu verstecken, falls Team Rot hier nochmal ein weiteres Command zeigt. So, und wer sich hier definitiv nicht zeigt, sind die M84, die werden hier ganz gut gemicrot, verstecken sich immer wieder in dem Rauch, schießen ein, zwei Schuss und fahren wieder nach hinten. Jetzt geht ihnen so langsam der Sprit aus, die fahren auch weiter zurück und hier kommt es, wir haben es gerade bereits kurz angesprochen, ein Command für Team Rot, ein T55 Copper Command Panzer. Ein ungewöhnlicher Panzer im normalen Spiel, aber hier hat man wahrscheinlich gedacht, so mit Artillerie auf dem Feld, dass es deutlich effektiver ist, den auf dem Feld zu haben als ein Jeep oder ein Infanterist. Und man aber nicht die Punkte ausgeben wollte für einen 160, 170, 180 dick gepanzerten. Spannend ist auf jeden Fall, man achtet ja in der Regel bei Commands insbesondere auf die Dachpanzerung, um sie vor Bomben und Artilleriebeschuss zu schützen. Und ja, die magische Grenze ist dabei eben diese Dachpanzerung hier mit oben bezeichnet von 2. Copper hat jetzt nur einen. Wir können ja mal gucken und mal abwarten, ob ihm da nicht hinten eventuell doch die Bekan zum Verhängnis wird. Aber gut, Ja, jetzt... obwohl, wenn man es mit einem Jeep vergleicht, kostet er nur 20 Punkte mehr und er hat halt auch Seitenpanzerung und 10 Lebenspunkte. Also gegen eine Bekan ist das wahrscheinlich gar keine schlechte Idee. Und ich glaube, wir könnten gerade sehen, wie Team Rot den Mörser verliert. Genau das war er. Und ich glaube, so langsam aber sicher sammelt die Bekan für 130 Punkte hier genug Kills an, um ihren Wert zu rechtfertigen. Mittlerweile, die M84 sind gar nicht mehr so an einem guten Zustand. Der Versorgungstransporter ist leer, hat hier alles ausgeschaltet außer Ersatzteile, um die Panzer wieder in Form zu bringen. Ja, ganz gereicht hat es dann doch nicht und auch der Sprit wird langsam ein bisschen knapp. Das ist ja das Problem, wenn man immer hier vorwärts und zurück fährt. Und auch die Bekan, ja, sie scheint jetzt hier doch Infanterie oder eventuell sogar das Command in den Häusern zu suchen und zu vertreiben. So, gut, und jetzt sehen wir hier ein paar Pings, diesmal von, ja, wer ist das? Von Rot. Team Rot und Team Blau. Jawohl. Also die Scouts wurden hier gerade vorbewegt und Cyrox aus Team Rot pingt hier den Fox und Team Blau, die haben da clever drauf geachtet. Ihr könnt das sehen, wenn eine Einheit in Deckung ist, guckt euch hier die Speziallinie Jedotny an, dann blinken die so. Das signalisiert, dass die Einheit getarnt ist und nicht sichtbar ist. Der Fox, der wird hier sofort wieder gepinkt. Naja, der ist zwar in Deckung, aber er wird durch diese Scouts hier aufgeklärt und ist darum sichtbar und darum blinkt er Und eben sie tippen nicht. auch richtig, dass da ein Scout im Haus sitzt. Ja, aber auch Bomben richtig, genau das richtige Haus erwischt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn Team Blau dafür gleich einen Flieger riskiert, in dem Fall machen sie es gerade mit der Bekan. Ja, Wollte ich gerade sagen, sagen, sie haben ja ein sehr effizientes Lösungsmittel auf dem Feld. Thema Effizienz, so langsam aber sicher wird hier dieses Flankenmanöver, also das ist natürlich mutig, wenn ein Spieler fast komplett, wir können uns das nochmal angucken, genau, wenn ein Spieler komplett hier in die Flanke geht, das ist mutig, vor allem dann natürlich in der Mitte die Punkte fehlen, aber der Konkurs, der hier gerade, war das eine Sneska oder es war irgendein Fahrzeug, das der Konkurs hier gerade erledigt hat, das zeigt schon die Gefahr auf und gleichzeitig natürlich auch die Chancen, die eine solche Flanke hier bieten können.
Gut, die M84AN, die haben sich ganz zurückgezogen und werden hier direkt hinten in der Basis am FOB, an der Forward Operating Base, repariert, neu betankt und aufgefüllt und sind jetzt wieder bereit für den nächsten Einsatz. Ja, Golf ist aber, wenn wir uns das gerade angucken, ich drehe einmal die Kamera, dann sehen wir hier die Perspektive von Team Blau und stelle das einmal ein. Also die sehen hier original nichts. Die haben keine Ahnung, was auf dem Plateau steht. Die wissen nicht, was in ihrer Flanke steht, nicht, was rechts von ihnen ist und auch nicht, was hier oben auf diesem Plateau ist. Aber trotzdem ist mein Eindruck, dass die sich hier gar nicht mal so schlecht aufgestellt haben. Die haben hier den dicken Leclerc, die haben hier drüben eine Milan, eine Crotale, eine tolle Luftabwehr, vor allem gegen Helikopter. Die haben hier nochmal mehr Milans, mehr Luftabwehr. Hier drüben die Norlandsjägere, die mit ihrer Zweitwaffe beachtliche 1,5 Kilometer weit schießen können. Das ist in Summe wirklich sehr gut. Das macht es natürlich sehr schwer für Team Rot da runter zu pushen, weil auf der einen Seite der Leclerc steht und auf der anderen die Milans. Die riskieren halt durch den Zeitshot ganz schnell ihre Panzer zu verlieren. Aber trotzdem ist Team Rot hier gerade im Zugzwang. Wir sehen, Bravo wurde mittlerweile gekappt von Team Rot und die da kommt die Bekan. Keiner ist mehr am Ticken, aber die Bekan, die hält rein. Und jetzt könnte es sein, dass dieses Command mit der eben doch nur 1er Dachpanzerung für Team Rot, die ja hier mengenmäßig sehr beschränkt sind, langsam aber sicher zum Verhängnis wird. Jetzt, naja, aber es hat ja seinen Wert gezeigt, weil keines der Bekan-Schüsse direkt getroffen hat und die Seitenpanzerung und 10 Lebenspunkte haben es am Leben gehalten. Also wäre es ein Jeep, wäre das jetzt tot. Das auf jeden Fall, keine Frage. Und Team Blau lässt hier auch nicht locker. Hier werden nochmal alle möglichen Command-Spots abgetastet. Ja, hier einmal diese kleine Baumreihe. Die Bekan dürfte hier vermutlich nachlegen. Sie wissen, wo das Command steht, oder könnten sie, müssten nicht. Wenn man auch wenn man keinen Scout hat, bei Artillerie hinguckt, wohin es schießt, dann gibt es immer solche, ich nenne sie mal Lichtblitze, so Funken, wenn du was triffst. Und da sie den Panzer definitiv getroffen haben, hätten sie, wenn sie genau darauf achten, was natürlich in so einem Spiel es tut mir leid, dich zu unterbrechen, aber Thema genau darauf achten, das müssen wir hier gerade auch. Foxtrot ist neutralisiert. Warum? Weil Team Blau ganz panisch versucht, diese Command-Einheit vor der roten Flanke, vor den roten Scouts zu schützen, die gerade das Flankenmanöver laufen. Panisch wird hier mit den Mörsern Rauch gelegt, um die Sichtlinie zu unterbrechen. Hier drüben kommt ein Panzerzerstörer angefahren. Der Scout versteckt sich hinter dem Haus und naja, wenn der Scout nah genug rankommt, dann hat er sogar eine sehr theoretische Chance, den Panzer zu zerstören. Hat dieses Mal nicht geklappt, aber immerhin, man ist hier nah genug rangekommen. Die Spezialnie, sie rücken hier weiter vor. Und jetzt weiß man aber sicher, dass das Command, man hat das hier gerade eben einmal kurz gesehen, hier in diesem Bereich stand. Und so viele Möglichkeiten, so viele Richtungen, in die das Command in der kurzen Zeit gelaufen sein kann, die gibt es eigentlich gar nicht. Es könnte sich hier... Speziallinie Jetnot-G hat die Infanteristen im Transporter abgeknallt. Das... Aber ob er den IKV, weil ich glaube, die RPG hat eine hohe Reichweite? Ja, leider daneben geschossen. In Reichweite ist er. Aber es hat nicht gereicht. Die eine Rakete hat leider nicht getroffen. Ich glaube, die eine Rakete hätte gereicht, um den Panzerzerstörer, den IKV 105, zu besiegen. Ja, ich glaube, die haben auch nur 2 Frontpanzerungen oder so. Ja, es sollte nicht sein. Wir gucken es uns aber an. Genau, eine 3er Frontpanzerung. Aber was mir hier gerade auffällt, wo wir das hier gerade gesehen haben, links. Der Leclerc geht nach links, um hier ein weiteres Flankenmanöver abzufangen. Die KTs von Tobi, sie rücken hier gerade durch und der Leclerc, der Scout, der kann darauf unsichtbar schießen. Darum ist das vermutlich eine Überreaktion von Team Blau, den Leclerc darüber zu holen. Aber er wäre auch gerade hier drüben viel wichtiger gewesen, um alles, was hier gerade über diese offene Lichtung drüber drückt, abzufangen. Und wir sehen gerade die M84, die wir bereits zu Beginn gesehen haben, die machen sich das zunutze und die sind jetzt hier gerade im Wald. Und du Arzt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber die sind hier im Wald, sind unsichtbar. Team Blau hat hier nichts mehr stehen. Der Leclerc ist da auch auf offenem Feld. Hier sind weit und breit keine Scouts mehr, die diese M84AN irgendwie aufdecken könnten. Das könnte jetzt die spielentscheidende Geschichte für Team Rot gewesen sein. Das könnte Team Blau richtig zum Verhängnis werden. So, die sind hier durchgedrückt, aber wir dürfen auch nicht vergessen, Team Blau läuft hier gerade ebenfalls durch. Die Panzerskytte,
Ich glaube, die haben mir gerade einmal kurz die Neva anvisiert. Die Neva fährt zum Glück für Team Rot einfach durch, aber die Panzerskytte, die läuft hier weiter durch. Die machen den Versorgungstruck kaputt. Und wenn sie jetzt ein bisschen Pech haben, laufen sie weiter in Richtung Command. Und wenn hier Tobi Namur nicht schnell genug die Waffen wieder anschaltet... Aber der Command hat die Waffen an, also es ist 50-50. Sind gerade wieder angegangen, richtig. Und mal gucken, er ist auch... Wo ist hier die Front? Die Frontpanzerung ist genau richtig ausgerichtet in Richtung Panzerskytte. Die Ekari, sie laufen hinterher, aber die haben hier einen Berg zu erklimmen. Die laufen da nicht hinterher. So, Team Blau pinkt die M84. Raketen fliegen. Der Leclerc ist hier hinten in Deckung. Genau, er ist hier hinten in Deckung gegangen, aber auch dem geht es nicht mehr gut. Er hat nur noch so wenig Sprit, dass er auch nicht mehr wirklich viel fahren kann. Und... Wahnsinn. Die M84, die rücken hier gerade weiter vor. Ja, hier nochmal mehr Infanterie, um das abzufangen, aber Team Blau wird vermutlich gar nicht mehr die Punkte haben, um das abzufangen. So, der Command ist offen, die erste Rakete, sie fliegt, sie sitzt und der Panzer eröffnet das Feuer. Reicht es noch? Ein Panzerskytte ist übrig, die zweite Rakete. Sie reicht. Sie reicht dem Panzerskytte zur Beförderung, zur Elite und sie reicht noch viel mehr Team Blau. Hier die blaue, den roten Angriff deutlich abzuschwächen. Die Panzerskytte haben nicht viel von ihrem Triumph, das können sie nicht verkosten. Geh mal in den anderen Sektor da rein, in Charlie. Die Jekiri stehen vom Command. Wir sind in Charlie und Wahnsinn, hier überschlagen sich die Ereignisse. Während Team Blau sich da mit dem Panzerskytten noch irgendwie durchgearbeitet hat, wie auch immer das geklappt hat, ist es noch viel unglaublicher, dass Team Blau es hier geschafft hat. 6 Jekari. Team Rot, ja, das ist... danke, gut, dass du da bist. Haben es hier geschafft, in Richtung des feindlichen Commands vorzustoßen und die 5 Mann, hier ist noch ein Mann übrig. Team Blau legt hier gerade Rauch rein mit den Mörsern. Die letzten zwei Mörsergranaten werden abgeschossen, aber das CV, ja, der Infanterist, er läuft nicht schnell genug. Und naja, das ist jetzt Kugeln davon zu laufen ist schwer. Ist richtig schwierig, aber ich wollte jetzt gerade schon fast sagen, das ist der Ausgleich für Team Rot, aber es ist ja noch so viel mehr, denn das ist ein Zweiersektor, der Team Blau da gerade eben verloren gegangen ist. Und das heißt, Team Rot fängt jetzt gerade an zu ticken, +1. Es sind noch 8 Minuten zu spielen. Obwohl Team Blau immer noch die Option hat, die Infanteristen, da die Panzer-Carry auszulöschen und dann aus Foxtrot oder Golf und Command nach Charlie zu stellen. Aber es sieht schlecht aus wegen den M84 da. Es sieht richtig schlecht aus. Vor allem darüber die offene Fläche zu bringen, ist Suicide. Es scheint für mich vor allem gerade so, als hätte Team Rot... jetzt wurde hier der Mörser gerade noch gefüllt. Die Infanterie aus Foxtrot bewegt sich rüber. Tatsächlich. Das ist jetzt auch ein mutiges Manöver, denn je länger der Infanterist braucht, um hier rüber zu laufen, desto mehr Punkte verliert man hier gerade durch diesen +2-Tick. Ja, der Transporter, er kommt rangefahren. Wir zoomen einmal ran, um uns das Spektakel anzugucken. Und die Command-Infanterie läuft da drüben gerade vor. Währenddessen Team Rot hat es geschafft, ich glaube, hier ist man über den Fluss einmal rübergekommen, die Spezialne Jedotny in den Wald zu bringen, hinter die blauen Linien. Der Mörser hält rein, der Leclerc fährt hier rüber, aber ob das reicht, ein großes Fragezeichen. Jetzt dürften die zumindest gesehen haben, dass der Command nicht hier steht, auch wenn das ungewöhnlich wäre, und die Command-Infanterie fährt hier rüber. Und jetzt bin ich mir gar nicht sicher, weiß Team Blau, dass hier noch 2 Squads Panzer-Jekari im Sektor Charlie warten. Die ANs gehen vorwärts. Die gehen vorwärts und hier besteht auch keine Gefahr mehr für sie. Na doch, der Leclerc auf der anderen Seite. Aber auf der ganz anderen Seite, und mit etwas Glück hat er es jetzt gerade geschafft, an den Spezialne Jedotny keinen größeren Schaden zu nehmen. Aber das sieht gerade ganz und gar nicht gut aus für Team Blau. Wir haben gerade einen Tick +3. Die Panzer-Jekari entdeckt. Sie haben die Panzer-Jekari entdeckt, die Legion, jawohl, aber die Panzer-Jekari bewegen sich hier gerade durch. Aber währenddessen, das Command im Sektor Golf versucht hier zu fliehen vor den M84 AN, die hier gerade durchrücken. Im Wald steht nichts mehr. Und es sind noch 40 Punkte übrig. Das Command kommt nach vorne, wird hier gesmoked. Der Leclerc, er kommt ran, die B-Kahn, sie hält hier rein. Aber der Leclerc kann nicht zu nah rangehen, sonst wird er von den 3 M84As gewone-shottet. Die B-Kahn wird hier gerade auch zum Rauchen verwendet. Und wir sehen hier gerade, die Panzer-Jekari scheinen an den Legionären zu scheitern. Eventuell der zweite Scout mehr Erfolg. Und der BMP-2, der hier steht, in den letzten 6 Minuten, wird noch bewegt. Ich glaube, der bewegt sich in Richtung feindlicher Basis.
Ja, der Command hat auf jeden Fall auf die andere Seite in Gold So, die geschafft. Panzercarry sind der Legion hier zumindest zahlenmäßig überlegen. Und was ich ja spannend finde, die M84, sie werden zurückgezogen. Diese Panzercarry hier werden jetzt vermutlich hier gleich aufgepäppelt. Die Versorgung ist bereits auf dem Weg ran. Und ja, das Command-Fahrzeug, der CV, flieht hier über den direkten Weg nach Foxtrot. Ja, hier wird gepinkt. Er bewegt sich weiter vorwärts. So, und jetzt sehen wir hier ein paar Pings von Dude. Er pinkt hier Hilfe, Hilfe. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, die Spieler, die reden miteinander, sind da über Discord verbunden. Wir haben da ja einen eigenen Server. Wenn euch das interessiert, guckt da gerne mal vorbei. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Aber das hier könnte den Ausgleich bedeuten. Er muss fliehen, aber das tut er nicht. Er wurde hier gerade eingeladen. Bekämpft der Command-Panzer im Heimatsektor gerade den BEP. Ja, hier kommen auch die Pings. Tobi pinkt das gerade. Er wird auch nicht weiter weg bewegt. Das heißt, Team Rot weiß jetzt, wo hier der Infanterist ist. Und ja, nutzen wir mal gerade die Chance zur Übersicht. Team Rot schafft jetzt den Ausgleich. Beide Teams sind gerade Punkt auf. Und du weißt das besser als ich. Es gibt ja hier die Variante zu gewinnen, zu verlieren oder ein Unentschieden zu erzielen. Das Unentschieden hat man ja doch, wenn man eine Differenz zum Gegner von kleiner als 10% der erreichten Punkte hat. Richtig. Also das heißt, Team Rot müsste hier kommen auf ungefähr 130 Punkte. Aber soweit sieht es doch ganz gut aus. So. Das werden sie wohl schaffen. Der Tiger kommt hier vorne ran. Die Infanterie wird zurückgezogen. Die M84 leben hier gefährdet. Und das gibt auch nichts, was den Tiger bekämpfen kann, außer die Neva, die eine Rakete hatte und trifft. Das ist natürlich... Mit der letzten Rakete, das ist tatsächlich Glück. Wird auch sofort gepinkt von Team Blau, aber Team Blau hat außer der Bekan, die hier gerade beschäftigt ist, nach was auch immer zu suchen, nichts mehr dagegen aufzubieten. Und das Command hier oben, ich glaube, man weiß immer noch nicht so ganz, was hier im Sektor ist. Die Panzercarry laufen wieder rein, das Command hier genau auf der Kante. Es reicht, damit Team Rot nicht mehr tickt. Aber es reicht nicht, um diese M84 AN, die hier gerade reinfahren, aufzuhalten. Ich bin jetzt schon für Team Rot. Für Team Rot. Und ich sehe nicht, dass Team Blau hier noch irgendetwas hat, um das abzuwenden. Das Command, wir können einmal kurz auf die rote Perspektive gucken. Ist nicht sichtbar, aber die M84 AN, da ist auch der Panzer in der feindlichen Basis kein großes Problem mehr. Und vor allem, da könnte ja nicht nur das Command abgeräumt werden, sondern auch die Bekan, der Mörser, alles was hier reinkommt und auch effektiv unterbunden werden, dass hier in irgendeiner Form noch Flieger oder sonstiger Supply reinkommt. Aber Team Rot macht das hier sehr fleißig. Erst wird der +2 Sektor geklärt. Hier rollt gerade noch mal deutlich mehr rein. Die Neva wurde aufmunitioniert, ist jetzt bereit für mehr Abenteuer. Die M84 AN machen ganz kurzen Prozess mit dem Charlie CV. Das war radikal. Gut. Währenddessen Team Blau sind jetzt sich gezwungen, mit den Mörsern zu pushen. Ja, aber das sieht man auch nicht alle Tage. Es sieht gut aus. Wir sehen hier gerade die Pings. Die Mörser, sie könnten hier scheitern am Scout-Panzer. Der steht da ganz richtig. Aber die Bekan hält aufs TV. Hält aufs TV. Das TV hat noch einen Mann. Ah, du, das könnte tatsächlich eng werden. Und zur Not frisst der Teufel auch Fliegen. Hier fliegen jetzt gerade, wenn wir davon schon reden, Raketen auf den T55. Die Stormer und die Ferret sind beide in Bewegung. Die Nordlandsjäger durchkämmen gerade das Territorium. Aber das alles hilft nicht. Der Leclerc wird noch ganz panisch irgendwie zurückgezogen. Aber all das ändert nichts an der einen Wahrheit, nämlich dass Team Blau mittlerweile die Commands ausgegangen sind. So, dieser kleine Push in Verbindung mit dem Bekan-Feuer war erfolgreich. Eventuell wäre es da richtiger und wichtiger gewesen, mit den M84 AN wirklich mit Vollgas durchzudrücken in Richtung der feindlichen Basis. Mittlerweile hat Team Blau hier ein paar Legionäre reingestellt, die könnten dann noch mal gefährlich werden. Na, aber nicht für 3 M84. Ja, zumindest für einen. Aber bevor wir uns das jetzt zu sehr detailliert angucken, wir sehen hier diesen Verteidigungsping von Cyrox und wir sehen, dass Delta neutralisiert ist. Team Blau tickt wieder in den letzten Sekunden, weil das CV hier gerettet wird. Die Jungs fahren es beiseite. Die Stormer und die Nordlandsjäger stürmen hier die Basis. Und das CV wird hier abgefangen von der Ferret. Bei dem Versuch, es vor den feindlichen Truppen zu retten, fährt man es genau hier vor die Waffenmündungen der Ferret. Und guck mal, die Base
von den anderen. Und er stirbt. Ja, Wir fliegen auch, rüber. Auch hier ist das Comment gestorben. Die M84 machen einen guten Job. Der Leclerc kommt ran. Die Panzerjäger-Carry, sie verpassen dem Leclerc. Naja, mal gucken, einen Treffer, aber das reicht nicht. 2 Schadenspunkte, das reicht noch nicht. Der Leclerc, er zieht sich zurück, der Feuercomputer wird resettet. Langsam wird es hier gefährlich um ihn. Team Rot kann aber keine Flieger reinrufen, um den Leclerc zu besiegen, weil Team Rot selber die eigene Basis verloren hat. So, wir haben noch 30 Sekunden. Team Rot ist ganz klar vorne. Und die M84, sie räumen jetzt hier gerade die Bekan weg, die schon seit Beginn des Spiels jeden Moment richtig, richtig teuer war für Team Rot. Und in den letzten Momenten geht die Bekan in Flammen auf. So, die linke Flanke existiert nicht mehr, die rechte Flanke existiert nicht mehr. Er könnte es schaffen. 10 Sekunden hat er noch. Aber ich glaube, es war ein Fehler, hier durch den Wald zu fahren. Na, jedenfalls. Ja, er hat auch nur ein MG und da sind CCs. Das ist keine Zeit, keine Waffen. Was aber das war wirklich ein Gefecht. Unglaublich. Bis nichts mehr ging. Ein knapper, aber dennoch ein absolut klarer Sieg für Team Rot. Gut gespielt von beiden Seiten. Obwohl ich sagen muss, was mich überrascht, ist, dass am Ende von jedem Team noch ungefähr 1000 Punkte auf dem Feld waren. Ja, tatsächlich. Wir können das ja hier einmal gegenrechnen. Team Rot hat 2085 Punkte verloren, also sie hat noch 900 Punkte übrig. Team Blau 700 Punkte übrig. Und wenn wir uns angucken, wer hier wie gepunktet hat, Team Blau war hier relativ ausgeglichen auf allen Fronten eingebunden. Wir sehen hier bei Team Rot Cyrox, der da die Flanke geleitet hat und dieses dann durchaus entscheidende Flankenmanöver betrieben hat, um das CV aus dem Sektor rauszutreiben. Der hat dafür ganz ordentlich federn lassen müssen. Auch Tobi, der sich auf der von uns aus gesehen linken Flanke beschäftigt hat und da eingebunden hat. Auch für den Durchbruch in die Stadt gesorgt hat. Der, absolut. Aber Tobi hat da insbesondere unter dem Bekan Dauerfeuer gelitten. Aber was wir hier sehen, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, liebe Arzt, ist ein Dude, der 1530 Punkte, 530 Verluste ich wette darauf, erzielt hat. dass das Hauptsache die M84 waren. Ich wollte es gerade sagen. Diese M84 die haben sich mehr als bezahlt gemacht für Team Rot. Eine absolute Glanzleistung. Und Dude ist ja leider mittlerweile weg, darum können wir ihn nicht mehr fragen, wie es hier weitergeht. Er hat uns, bevor wir die Aufnahme begonnen haben, hat er uns noch verraten, das war ein Spiel aus der Gruppenphase dieses Turniers. Wir verlinken einmal den Turnierplan unten in der Videobeschreibung. Wir verlinken einmal das Video von Stealth17 dazu unten in der Videobeschreibung. Das könnt ihr euch gerne angucken. Und das andere Team, ich glaube, es trägt den Namen Free Points, also kostenlose Punkte. Und das sieht momentan so aus, als würden aus der Gruppenphase, aus dieser Gruppe, diese beiden Teams weiter in die Eliminationsphase voranschreiten, wo dann auch in einer der ersten Runden ein möglicher Gegner das Team It's Rasputin sein könnte. Also das sind dann Balanced, Rasman und Putin 187. Das sind mit die besten Spieler, die die Wargame Community weltweit zu bieten hat. Das dürfte nochmal ein echtes Highlight werden. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ich mich auch. Gut. Arzt, vielen Dank, dass du heute da warst und euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wenn ihr mehr davon erleben wollt, wir werden noch mehr Videos aus diesem Turnier casten, aber auch natürlich ansonsten alles, was man irgendwie zu Wargame in Videoform pressen kann, dann abonniert doch diesen Kanal. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt auf den Daumen nach oben. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann gibt es auch noch diesen anderen Daumen. Und Lob, Fragen, Anregungen, Kritik oder auch ganz, ganz direkte Beleidigungen unserer Mütter, das packt ihr unten in die Kommentare unter dieses Video. In jedem Fall, danke fürs Zuschauen und wir hören uns, sehen uns, sprechen uns ganz bald im nächsten Video. Ciao. Ciao, ciao.